Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Was bist du denn für einer? Was machst du denn da? Hello there. Right. Don't mind me then. I'm, just practicing my hunting skills. Keeps me young and all that. Right. Goodbye now. Okay, war ein bisschen leise gestellt. Okay. Herbert Dashwood. Damn glad to meet you. Call me Daring. Everyone else does. Solltest du nicht schlafen oder so? Got a fire up your butt, huh? Better put that to good use. Go out exploring. Don't hang around these fools. You'll only want to blow your brains out. Ah, to be young again. You know the GNR radio play, The Adventures of Herbert Daring Dashwood? That's about me, based on my early days. I had myself a ghoul manservant and everything. So, you ever met a ghoul before? Natürlich, ich kenne eine Menge von, Moment, lass mal hier gucken, das ist besser hier. Natürlich habe ich ein paar Ghule getroffen. Es sind normale Leute, die versuchen durchzukommen. Ah, you've already learned some wisdom in your youth. Congratulations. Du hattest etwas von der GNR erwähnt? Haven't you ever heard the radio play? The Adventures of Herbert Daring Dashwood? That guy at the radio station put it together a few years ago. He did it in the style of those shows they had before the war. Came out pretty well. And it's all true. Rockopolis, Miss Chase, all of it. Of course, they do portray me as a bit of a chump. Argyle may have saved my hide more than once, but I had my moments. Ah, those were the days. Erzähl mir mehr über Argyle. Argyle was my manservant. Ah, but that's really just a fancy word for the guy who saves my sorry skin on a regular occasion. He was a ghoul, you see. Been around since before the war. We met when I stole his girlfriend back in '41. We'd been best friends ever since. We got separated a long time ago and never reunited. If you find Argyle out there somewhere, you be sure and tell me, okay? Okay, machen wir. Ich wette, du weißt ein oder zwei Sachen über diese Ghule. Some ghouls moved into the nearby metro tunnel. There's a bunch of the so-called feral ghouls in there, but a handful seem the sociable type. I've tried explaining to my fellow tenants that not all ghouls are monsters, but they don't seem to care. The intelligent ones should stay away from our trigger-happy protectors. If there are enough feral ones, though, they could overwhelm security. Okay, also er setzt sich hier auch für die Ghule ein. Ich kann mich um diese Ghoul-Situation kümmern, kein Problem. Aha! An adventurous soul like myself. If I wasn't retired, I might come with you myself. Wie ist es hier im Tenpenny Tower zu leben? Well, until recently, the only danger you ever faced in this fine establishment was bumping into all the bloated egos floating around. But now there's a group of ghouls nearby. I've tried explaining that they don't all want to eat you, though some do, of course. Problem is, it's hard to tell which is which. Chief Gustavo has initiated a shoot first and ask later policy. If they're smart, they'll stay away. Ciao. Go make a name for yourself. Okay, wir gucken uns hier weiter um. Jetzt ist natürlich die letzte Aufnahme bei mir auch aus gesundheitlichen Gründen schon etwas her. Also werden wir hier vielleicht ein bisschen was doppelt sehen oder so. Hier ist zumindest erstmal nichts Interessantes. Welcome to Tenpenny Tower. Tag. Was haben wir hier? Ein Terminal. Exploration Database. People. King Craig. Good old Craigie, King of Rockopolis. Oh, er hat Argyle. Hier haben wir wieder Argyle. Okay, geht um eine Unterkunft.
Okay, das ist das letzte Mal, wenn der Argyle wirklich gesehen hat. Ja, das ist tatsächlich dann von dem Typen, den wir hier eben hatten. Das Chase. Two-Timing Witch, okay. Destiny, ciao. Auch gestorben, und zwar an Cholera. Argyle. Tough, loyal und ein richtig guter Freund. Ja, den scheint er wirklich zu vermissen. Harmon Shirley. The Entry on Paradise Falls. Kannibale. Oh Gott. Okay. Places. Paradise Falls. Gefährlich. Der gefährlichste Ort hier im Capital Wasteland vielleicht sogar. Okay. Naja, sagt er so, ne? Schlimmer als Supermutanten kann es ja auch nicht sein. Rockopolis. Eine Stadt unter der Erde. Ach, dann ist Argyle wahrscheinlich ein Ghoul. Okay. Blue Destiny Brothel. 49 geschlossen nach dem Cholera-Ausbruch, wo ja die eine Tante da auch gestorben ist. Underworld. City of the Dead or Undead. Okay. Nee, das ist in die Ghoul-Stadt. Und Argyle war dort auch. Und wurde dort als Honorary Ghoul geehrt. Das ist jetzt ehrenhafter Ghoul, nicht schlecht. Megaton. Genau, halt die Bombe, die da ist. So, mal gucken, ne, ob wir die dann noch einmal wieder entschärfen wollen oder nicht. Meyer Lurks. Sehr lecker, sagt er. Feral Ghouls, also die Verrückten. Die Skorpione, von denen haben wir auch einige schon gesehen. Yaoguai haben wir hier noch keine gesehen. Diese schönen großen Bären. Kann ich auch darauf verzichten. Und die Row Rains haben wir, glaube ich, schon welche. Weiß ich mich nicht sicher. Naja, okay. Ansonsten hat er jetzt hier... Ja gut, stehlen wollen wir ihn natürlich nicht. Da geht's wieder zurück. In die Lobby. Hier haben wir noch ein Zimmer. Geht jetzt hier noch einmal rum, um dass wir auch wirklich jetzt hier alles soweit gesehen haben. Okay, ist auch nochmal ein Raum. Also die Zimmer sind echt nett. So für das, was man sonst immer so sieht. Kann man sich echt nicht beschweren hier. Eatrotronic. Achso, das dürfen wir wieder nicht nehmen. Nuka-Cola ist okay, aber alles andere ist dann wieder schwierig. Naja. Hello there. Right. Don't mind me then. Ja, den kennen wir ja schon. Okay, dann sind wir jetzt hier einmal durch. Das kommt mir aber auch noch... Ah doch, hier waren wir, glaube ich, schon. Captain Cosmos. Okay, Röntgenbilder. Interessant. Also hier. Das ist schon irgendwie ein sehr, sehr seltsamer Ort hier. Ah, ich weiß gar nicht. Mit dem Chef hatten wir noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Das sollten wir noch tun. Hier sind ja nur die Suites, ne? Also hier, wo die Leute wohnen, kommt man jetzt ja eigentlich noch irgendwie eine Etage höher. Penny Tower Lobby. Ne, wir kommen hier nur noch in die Lobby rein. Okay. Jetzt erstmal ein Gefühl für diesen Ort hier kriegen.
wir hier Penthouse Suites. Jawohl. Ah. Mr. Tenpenny isn't taking callers. Ich bin hier, um Tenpenny zu sehen, aber wenn du so inkompetent bist, ach nee, aber wenn du nicht so inkompetent wärst, wüsstest du das. Ah, If-Sätze. Lange her. Hold on there a minute. Oh, all right, I'll let you in, but if Tenpenny hollers because he isn't expecting you, you're dead. Okay. Wir speichern mal. Vielen Dank. Tenpenny, hallo. Bist du da? Tenpenny? Hier schön Whisky stehen. Flying Congressional Style. Oh, das müssen wir haben. Ja, das bisschen Karma, das ist kein Problem. Aber Speech um 2 erhöhen ist doch richtig gut. Mega. Okay, Tenpenny? Nee. Can I help you? Ja, wo ist denn? Ach so, er ist hier, alles klar. Ah ja, er macht eine Verschießübung. Alistair Tenpenny. Fancy that! A visitor! I seldom get visitors, which is a tiresome shame, because I'm usually relentlessly bored out of my right mind. All of these confounded people fluster about like I'm made of eggshells and about to fall to pieces at any moment. I'm surprised they even let you in. So, what do you think of my fine tower here? It's quite the jewel of the wasteland, isn't it? I dare say I'm quite proud of it myself. Du hast diesen Turm nicht gebaut. Du hast ihn einfach nur gefunden und bist eingezogen. Wirklich großartige Sache. I say, must you be so caustic? Come now, a lot of work went into turning this husk of a tower into a place people can call home. I've had help, of course, especially in Mr. Burke, an absolute gem of a man. He certainly has a way of getting done what needs to get done. Then it was a matter of getting the right type of tenants with the right type of assets, and the rest is, as they say, history. Worauf schießen Sie dort? Why, anything I want, dear boy. Anything I want. Wasteland Safari. Very relaxing. Erzählen Sie mir etwas über sich selbst, Mr. Tenpenny. Oh, it's impolite for a gentleman to talk about himself, but I'd hope this magnificent tower would speak volumes. Schon ganz schöner Turm, den Sie hier haben, Mr. Tenpenny. Some might say Tenpenny Tower is my crowning achievement, but no, my dear boy, it is just the beginning. Dort sind ein paar Ghule, die hier leben wollen. Was denken Sie darüber? Why, I do believe you've lost your mind. Ghouls living here? You're serious? Was wäre denn, wenn die Einwohner damit einverstanden wären, Ghule als Nachbarn zu haben? I don't suppose I'd mind terribly if ghouls were to live here. And it would be a good bit of sport hunting them down if they misbehaved. I dare say, though, you'll have a bit of trouble convincing certain residents to go along with your novel proposition. Tell you what, if you can convince Mr. and Mrs. Wellington, Mr. Ling, Miss Montenegro, and Ms. Lancaster, those ghouls can live here. Have you seen me shoot? I'm quite proficient, if I do say so myself. Krass, das ist aber... hilf den Ghoulen in den Tenpenny Tower zu kommen oder töte Roy Phillips. Ach, cool. You have a curious look about you. I presume you have something interesting to tell me. Nein. Cheerio. Ach, cool. Wir können also wirklich dafür sorgen,
dass die Ghule hier einziehen können. Ja, das ist doch mal ein schönes Ziel. Mega. Das machen wir. Okay. Jetzt müssen wir die ganzen Leute nur wiederfinden. Das wird schon eher wieder schwierig. Okay, ich habe mir jetzt etwas anders vorgestellt, muss ich sagen. Nice. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Nicht da raus. Ach ja. Hier raus. Was haben wir hier noch für Türen? Brauchen wir einen Schlüssel für eine leere Suite. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich auch selber einziehen. Was haben wir denn hier? Cheng wohnt hier. Cheng müssen wir, glaube ich, nicht überzeugen. Can I help you? Nee, ich komme schon klar, ich komme schon klar. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich Ghule, deswegen fände ich es schon schön, wenn wir sie da dann hier in den Turm reinbringen könnten. Das finde ich echt gut. Überwiegend Cheng. Also Cheng überzeugen. Ah, steht ja wieder nicht, ne? Help you? I am Comrade Cheng, beloved leader of the people, shining servant of the community. How can I help you? Es ist schön, jemanden zu treffen, der eine zivilisierte Einstellung hat. Thanks, comrade. I'm sure you'll agree the people are only as strong as their leader. That's why I do my best to serve the community to the fullest. Speaking of service to the community, I don't suppose you are familiar with ghouls, are you? More importantly, how to kill them? I formed a committee to investigate the problem. Okay, das ist natürlich... Es wird mehr als ein Komitee benötigen, um mit diesem Problem fertig zu werden. Ich glaube, ich kann helfen. That's wonderful, comrade. Truly wonderful. Before you go ghoul hunting, talk to Gustavo. He might be able to help you. Wie würden Sie sich denn damit fühlen, ein paar Ghule als Nachbarn zu haben? Ghouls wouldn't make the best of neighbors, comrade. Kamerad, was ist denn, wenn Sie freundlich wären? More than this a lot. Okay, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Okay. Hier funktioniert gerade der Ton nicht so richtig. Schade. Aber er gibt ihm eine Chance. Das ist nett. Könnten Sie Mr. Tenpenny erzählen, dass Sie sich nicht über Ghoul-Nachbarn stören würden? All right, comrade. We'll welcome them into the community. Wie ist es denn hier im Tenpenny Tower zu leben? Well, comrade, things are great. The best of the best have made a community here. Well, there is that problem with the ghouls, but I think it'll be solved soon enough. Und das Problem wäre dann ja gelöst. Tschüss. Until next time, comrade. Okay, einen haben wir überzeugt von 405. So, wir müssen dann Gustavo überzeugen, das Ehepaar und noch irgendwie. Ist das hier das Ehepaar? Nee. Ich weiß nicht mal, wo wir die gefunden haben. In den Suites müsste das gewesen sein. Wir gucken da nochmal. Charmed, I'm sure. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das.
Irgendwie. Wo waren die denn nochmal? Resident. Edgar Wellington. Hello? Yes? Can I help you? Wie würden Sie sich denn damit fühlen, Ghule als Nachbarn zu haben? You're joking, right? You serious? Of course not. Ghouls can't live here. They're dirty, loathsome creatures. Was wäre denn, wenn sie zivilisiert wären und keine Bedrohung wären? I'm afraid I can't abide by that. I can't imagine Tenpenny would allow it. But I certainly won't. 60. Oh, was haben wir denn für ein Speech? Haben wir schon 60? Nee, ne? Wieso? Ich würde gerne sehen, welche Warte, geht nochmal auf whatever. Quit bothering me with all this nonsense. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht damit versaut. Goodbye. Mal ganz kurz gucken. Stats. Skills. 64 haben wir. Locker, locker, locker. Ha, ha, ha. Edgar Wellington. I remember you. To what do I owe the pleasure? So, das haben wir das. I've already told you, no. Das wird passieren. Sie müssen damit klarkommen oder Sie werden dazu gezwungen. This is outrageous, preposterous, forced out by a bunch of dirty ghouls and some bleeding heart activist? Where will I live? How will I get there? Wir haben Karma gekriegt. Ich bin mir sicher, dass Sie etwas Passendes finden werden. Keine Sorge. I found a comfortable place, but now I must leave. When I die, it will be on your head. Er zieht aus. Okay, er geht. Perfekt, also hat er damit ja kein Problem. Hey, Dein Mann haut ab. I don't suppose there is someone else for you to talk to? Wie würden Sie sich denn damit fühlen, wenn Sie Ghule als Nachbarn hätten? Dear Lord, are you serious? Ghouls? Living here? With us? That's simply out of the question. Was wäre denn, wenn Sie zivilisiert wären und keine Bedrohung? Ha! I think I know a fair share more than some vagrant blown in off the wastes. You are simply mistaken. Deep down, they want to kill. It's common knowledge among the educated. You clearly don't know what you're talking about. Das wird passieren. Entweder Sie kommen damit klar oder Sie gehen. Damn it! This can't be happening! Why do you think I came here in the first place? To get away from ghouls, monsters, and scum like you. Now I'll have to start all over again. Where will I go? Ich bin sicher, Sie werden schon etwas Passendes finden. Keine Sorge. I already did. I hope one of your ghoul buddies kills you. You'll see. Okay, die sind wir losgeworden. Sehr schön. Okay, was machen wir hier als nächstes? Speech macht echt Bock. Wir gehen mal Speech auf 70. Und wir werden Survival unbedingt verbessern. Ja, auf 40. Und dann haben wir noch 3. Können wir doch irgendwo hochgehen. Wir können Medizin auf 25 kriegen. Wir können ganz auf 35 kriegen. Das ist ganz gut. Okay. Wir hätten einmal Toughness plus 3 zu allem Schaden, den wir zugefügt bekommen. Okay. Dann hätten wir Kannibale. Wenn wir im Schleichmodus sind, bekommen wir die Option, einen Körper zu essen, um Gesundheit zu regenerieren. Aber jedes Mal, wenn wir das machen, verlieren wir Karma. Und das ist ein Verbrechen gegen die Natur. 3-fach, längere Zeit, ich weiß nicht, das ist alles so...
Da würde ich eher noch die Toughness nehmen. Oder wir würfeln nochmal neu. Ist die Frage, ob wir was Schönes kriegen. Komm, wir würfeln noch einmal. Okay. Balanced Load. With a little attention to find it, you have plus 10% Tragegewicht. Das ist schön. Little Liga. 10% mehr Schaden. Ja gut, mit Baseballschlägern. Und wieder Toughness. Nee, wir nehmen Balanced Load. 10% mehr Tragegewicht. Okay, die haben wir also überzeugt. Mehr oder weniger. Beziehungsweise wir haben sie nicht überzeugt, wir haben sie vertrieben. Haben wir... Er pennt gerade nicht. Wir müssen ihn finden. Schleicht er hier wieder irgendwo rum? Und dann müssen wir noch Gustavo finden und überzeugen. Huch. Dr. Banfield, Susan Lancaster. Müssen wir die noch überzeugen? I'm off duty. Come back when... what the hell? Let's just get it over with. I'm Dr. Banfield. What do you need? Ach so, die haben wir noch gar nicht getroffen. Okay. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Sie ein paar Ghule als Nachbarn hätten? I'm not sure. My first responsibility is the health and welfare of the residents of Tenpenny Tower. Ghouls often carry diseases due to radiation, damaging their immune systems. Was wäre denn, wenn Sie gesund wären? Well, if they don't mind me giving them a thorough exam, and if they agree to follow any directives I give them regarding health and hygiene, I suppose I wouldn't mind too terribly. It'd give me a chance to study ghoul physiology. Würden Sie Mr. Tenpenny erzählen, dass es Sie nicht stören würde, Ghule als Nachbarn zu haben? Sure, no problem. Wie ist es denn hier im Tenpenny Tower zu leben? People are healthy here. They eat well and have a strong roof over their head. Es muss schön sein, Patienten zu haben, die ihre medizinischen Rechnungen bezahlen können, ja? I'm not sure what you're trying to imply, but it's no crime to be paid for doing work. Tenpenny charges me rent too, you know. Ach, In a müssen Sie perfect zahlen. world, healthcare would be free. But since you've traveled through the wastes out there, you know it's not a perfect world, is it? Take those ghouls out there. Tenpenny won't let them live here. Sure, it's a little sad, but that decision is keeping people in here safe and sound. Sicher, sie sehen ein bisschen seltsam aus, aber es sind keine kranken Geschöpfe. Well, I guess I must confess, I've never examined a ghoul up close. You're right. I shouldn't make assumptions. Erzählen Sie mir über Alistair Tenpenny. He's the landlord, although you hardly ever see him. I had to treat him once for bed sores, if you know what I mean. Wait, don't tell him I said that. Alles klar, tschüss. Remember, just say no to drugs, unless I prescribe them. Natürlich, natürlich. So, dann reden wir auch nochmal mit Susan. Hi. Well, well, what have we here? Allow me to introduce myself. I'm Susan Lancaster. Perhaps we can become better acquainted in the near future. Na, vielleicht. Du sagst es. Ich mag es, neue Leute zu treffen. Me too. Especially rich, fine young men. Aha, da wieder. Listen, you look like you can handle yourself. You survived out there in the wasteland getting here after all. You ever have to deal with ghouls? Ghouls sind gar nicht so übel. Oder Ghule sind gar nicht so übel, wenn man sie einmal kennt. Fine, never mind. I thought you were a real man. Turns out you're just a scared little boy. Wie würden Sie sich denn fühlen, Ghule als Nachbarn zu haben? I've come too far to share my digs with some droopy ghoul. Und was, wenn sie gar nicht so übel wären? Then you should go squat with them in their dirty tunnels and leave us civilized people alone. Es wird passieren. Sie müssen damit klarkommen oder gehen.
I'm done with the Wasteland. And I've been everywhere else. There isn't anything better than this. Damn you and your ghouls. Ich bin sicher, Sie werden etwas Passendes finden. Keine Sorge. I'm not going anywhere. I'll talk to Tenpenny. I bet I can live in Burke's place. He's never around anyway. And when he does come back, I'll make sure he's fine with the new arrangement. I'll just send up for my food. I'll never even have to look at you or your ghoul buddies. Das geht natürlich auch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mit unserer Sache hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.